Manchmal ist der Sturz vom Olymp mehr als nur schmerzhaft. Er zerschmettert einen Menschen in 1000 Stücke und entlarvt das Ungeheuer, das sich hinter der Maske des Idols verbarg. Die Geschichte von Ian David Karslake Watkins ist nicht nur der Zusammenbruch einer Karriere, sondern ein erschütternder Zusammenbruch seiner öffentlichen Fassade, bei dem der Ruhm zum Tor in die dunkelsten Abgründe wurde. Aus dem provinziellen Wales auf die Weltbühnen, von kleinen Bühnen bis ins Rampenlicht, hinein in die Welt der gefährlichsten Verbrecher Englands. Dieser Weg endete nicht auf dem Cover eines Magazins, sondern schwer verletzt auf dem Gefängnisboden. Doch wie kam es, dass ein Star, dem Millionen zujubelten, zu einem solchen Ende gelangte? Und warum war sein Schicksal selbst hinter Gittern, in einer Welt mit eigenen Gesetzen, bereits vorbestimmt? Im Jahr 2025 sorgten Berichte über einen schweren Angriff auf Ian Watkins im Gefängnis für Schlagzeilen. Ian Watkins, geboren am 30. Juli 1977 in Wales, hatte seit seiner Kindheit mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Sein Vater starb, als er 5 Jahre alt war, und 3 Jahre später heiratete seine Mutter einen Baptistenprediger. Als Teenager freundete sich Ian mit seinem gleichaltrigen Freund Mike Lewis an. Sie verband die Liebe zur Musik. Später gründeten sie ihre eigene Band, Lost Prophets. Ian wurde Leadsänger, und im Laufe des folgenden Jahrzehnts erlangte die Band internationale Anerkennung dank zahlreicher Chartstürmer und Millionen verkaufter Alben. Bis 2012 hatte die Band 5 Studioalben veröffentlicht und es geschafft, sich weltweit einen Namen zu machen. Alles lief wunderbar. Im November spielten Lost Prophets ihr letztes Konzert, ohne zu ahnen, dass dies ihr Finale sein würde. Einige Wochen später wurde Ian verhaftet und wegen schockierender Verbrechen angeklagt, die all seine Fans, Bandkollegen und, offen gesagt, die ganze Welt in Schrecken versetzten. Es stellte sich heraus, dass die Polizei von Südwales bereits im September 2012 einen Durchsuchungsbefehl für sein Haus erwirkt und auf Ians Computer und Handy unwiderlegbare Beweise für seine abscheulichen Straftaten gegen Minderjährige gefunden hatte. 27 Terabyte an entsetzlichen Videoaufnahmen, Bildern und Nachrichten. Um das Vertrauen junger Frauen zu gewinnen und Zugang zu ihren Kindern zu erhalten, nutzte Watkins seine Berühmtheit aus. Vor Gericht gestand er 13 Straftaten, darunter Versuche, die abscheulichsten Handlungen an dem Kind einer Fanin zu begehen. Die Details dieser Verbrechen sind so schockierend, dass es schwerfällt, darüber zu sprechen. Letztendlich wurde Ian der schwersten Verbrechen für schuldig befunden und zu 35 Jahren Haft verurteilt, davon 29 Jahre hinter Gittern und 6 Jahre auf Bewährung. Vor Gericht behauptete Watkins, sein Leben sei aufgrund des Konsums illegaler Substanzen aus den Fugen geraten. Seine langjährigen Musikerfreunde distanzierten sich nach dem Prozess öffentlich von ihm und gaben die Auflösung der Band bekannt. Der Sänger, der einst von Scharen von Fans verehrt wurde, wurde in das Hochsicherheitsgefängnis Wakefield, bekannt als Monster House, eingewiesen, wo die gefährlichsten Verbrecher, darunter Serienmörder und Sexualstraftäter aller Art, untergebracht waren. In den ersten Monaten hinter Gittern bewahrte Ian seine Gelassenheit und Selbstsicherheit. Er hielt sich zurück und verbrachte viel Zeit in seiner Zelle, wo er Briefe und Texte für neue Songs schrieb. Doch sein Ruf als einer der grausamsten Menschen in der britischen Geschichte machte ihn zur Zielscheibe anderer Häftlinge, die Watkins mit äußerster Verachtung begegneten. Alle wussten genau, was er getan hatte, und selbst hinter Gittern werden Menschen, an deren Verbrechen Minderjährige beteiligt sind, sehr schlecht behandelt. Und schon bald wurde Ian im Gefängnis zum Außenseiter. Aufgrund der Art der Verbrechen stuften die Behörden Watkins als gefährdeten Häftling ein und hielten ihn zunächst unter strenger Bewachung. Psychologen beschrieben ihn als arroganten und skrupellosen Menschen. Doch im Gefängnis, als ihm die Realität der Situation bewusst wurde, litt er unter starken Angstzuständen und Depressionen. Man verschrieb ihm Medikamente gegen Panikattacken und er erklärte vor Gericht, dass ihm das Leben im Gefängnis unerträglich erscheine. Ians einziger Trost war die Musik. Er schrieb weiterhin Songs und sagte, er vermisse die Auftritte und das Leben auf der Bühne. Einige Jahre nach seiner Inhaftierung verbreitete sich sein schlechter Ruf über die Gefängnismauern hinaus. Dies löste nicht nur Hass unter den anderen Insassen aus, sondern auch eine ungesunde Besessenheit seitens einiger Frauen.
Frauen schickten Watkins Hunderte von Briefen, oft mit freizügigem Inhalt oder sogar mit Heiratsanträgen. Im März 2018 erhielt das Gefängnispersonal den Hinweis, dass Ian ein verbotenes Mobiltelefon versteckte. Aufgrund dieser Information führten die Wärter eine unangekündigte Durchsuchung durch und zogen den Häftling vollständig aus. Zunächst leugnete er den Besitz des Telefons, doch nach Drohungen, ihn in Einzelhaft zu stecken, holte er widerwillig ein winziges, ein nur wenige Zentimeter großes Handy hervor, das er in seinem Körper versteckt hatte. Später stellte sich anhand des Anrufprotokolls heraus, dass das Gerät zur Kommunikation mit Gabriella genutzt wurde, einer von Ians ehemaligen Verehrerinnen, die ihn bereits vor seiner Verhaftung kannte. Bei einer Gegenüberstellung erklärte Watkins, er habe das Telefon nicht benutzt, sondern es auf Bitten zweier Häftlinge bei sich getragen, die ihm mit dem Tod gedroht hatten, sollte er sich weigern. Der Musiker weigerte sich jedoch, deren Namen zu nennen und erklärte, er wolle nicht geköpft werden. Dafür erhielt Ian zusätzlich zu seiner Haftstrafe weitere 10 Monate Gefängnis. Nach dem Vorfall mit dem Telefon wurde er in einen anderen Teil des Gefängnisses verlegt. Trotz der zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen nahmen die Drohungen gegen Watkins zu. Bis Mitte 2023 hatte die Spannung in den Gefängnisfluren einen gefährlichen Siedepunkt erreicht. Der Morgen des 5. Augusts begann für Ian wie gewöhnlich. Er war auf dem Weg von der Krankenstation zurück in seine Zelle, doch sein Weg wurde unterbrochen. 3 Häftlinge, bewaffnet mit selbstgebauten Messern, überfielen ihn aus dem Hinterhalt, zerrten ihn in eine Zelle, verbarrikadierten die Tür und nahmen Ian als Geisel. Die nächsten 6 Stunden befand sich der 46-jährige Watkins in der Gewalt von 3 Kriminellen, die darauf brannten, ihn anzugreifen. Es bedurfte eines Teams aus Polizisten, die für den Einsatz bei Unruhen ausgebildet waren, sowie von Verhandlungsexperten, um der Konfrontation ein Ende zu setzen. Am Abend desselben Tages stürmten Spezialeinheiten die verbarrikadierte Zelle. Sie setzten Blendgranaten ein, um die Angreifer zu verwirren. Der blutüberströmte Ian wurde auf dem Boden der Zelle gefunden. Er war schwer misshandelt worden. Sein Körper wies an mehreren Stellen Schnittwunden durch einen scharfen Gegenstand auf, doch wie durch ein Wunder lebte er noch. Der Verletzte wurde mit schweren Verletzungen am Bauch und am Hals ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte konnten sein Leben retten. Er verbrachte einige Tage unter bewaffneter Bewachung im Krankenhaus. Für die Dauer der Ermittlungen wurden die Angreifer in Einzelzellen untergebracht. Die Nachricht von dem Vorfall im Gefängnis schaffte es in die Schlagzeilen und verbreitete sich schnell auf der ganzen Welt. In Großbritannien fragten sich viele, wie lange Ian die schwierigen Bedingungen in Wakefield aushalten würde. Bemerkenswert ist, dass Watkins selbst nie um eine Verlegung in eine andere Einrichtung gebeten hatte. Nach seiner Genesung kehrte Ian in die Einzelzelle zurück. Bis zum Herbst 2025 hatte er fast 10 Jahre hinter Gittern verbracht. Der ehemalige Musiker war sehr vorsichtig, hatte selten Kontakt zu anderen Häftlingen und hielt sich strikt an die Gefängnisregeln in der Hoffnung, Konflikte zu vermeiden. Er war sich jedoch bewusst, dass er jederzeit in Gefahr geraten könnte. An einem Freitagabend im Oktober 2025 rief Ian seine Mutter an. Mit zitternder Stimme sagte er ihr, dass er sie liebe und dass es ihm gut gehe. Doch dieser Anruf sollte sein Abschied sein. Am Morgen des 11. Oktober 2025 geschah im Wakefield-Gefängnis etwas Schreckliches. Während einige Insassen gemächlich zum Frühstück sich begaben, drangen andere in Watkins Zelle ein und verübten einen brutalen Angriff. Einer der Angreifer hatte ein selbstgebautes Messer, das er Ian direkt in den Hals stach. Blut spritzte an die Wände der Zelle und er fiel zu Boden und schaffte es noch, um Hilfe zu rufen. Sein Schrei erregte die Aufmerksamkeit eines vorbeikommenden Gefängniswärters. Als der Beamte in die Zelle schaute, bot sich ihm ein schrecklicher Anblick. Watkins lag auf dem Boden und hielt sich den Hals, aus dem das Blut in Strömen floss. Die Wärter lösten Alarm aus und kurz darauf stürmten weitere Gefängnisangestellte in die Zelle. Sie eilten zu Ian und versuchten, die Blutung aus der Stichwunde unter seinem Kinn zu stillen. Ein Krankenwagen wurde gerufen, doch es war bereits zu spät. Ian hatte keinen Puls mehr und reagierte auf nichts. Ian Watkins wurde in seiner Zelle für tot erklärt. Aufgrund dieses Vorfalls wurde das Gefängnis sofort für Besuche geschlossen. Es begann eine aufsehenerregende Untersuchung. Die Ermittler identifizierten schnell 2 Hauptverdächtige, den 25-jährigen Rashid Gdel und den 45-jährigen Samuel Dodsworth.
Sie wurden festgenommen und zur Vernehmung zur Polizei gebracht. Beide Häftlinge weigerten sich, Aussagen zu machen. Bis Montag, dem 13. Oktober, hatten die Ermittler jedoch genügend Beweise, um Anklage gegen sie zu erheben. Am 21. Oktober 2025 nahm die Polizei 2 weitere Personen in diesem Fall fest. 2 Männer im Alter von 23 und 39 Jahren, die ebenfalls zuvor im Gefängnis von Wakefield inhaftiert gewesen waren, wurden wegen des Verdachts der Verschwörung zu einer Gewalttat festgenommen. Die Ermittler vermuteten, dass diese Männer an der Planung des Angriffs beteiligt gewesen seien oder anderen Beteiligten geholfen haben könnten. Nach den Verhören wurden sie ins Gefängnis zurückgebracht, ihre Namen wurden jedoch nicht bekannt gegeben. Über diese Festgenommenen ist wenig bekannt, es gibt jedoch Informationen zu 2 weiteren Verdächtigen in diesem Fall. Der 25-jährige Rashid Gdel wuchs im Osten Londons auf. Seine Kindheit war geprägt von Gewalt und Gleichgültigkeit seitens seiner Eltern. Man konnte sie nicht als glücklich bezeichnen. Als Teenager kam Rashid in eine Pflegefamilie. Doch er wollte sich nicht mit den neuen Regeln abfinden und verbrachte die meiste Zeit außerhalb des Hauses. Der Junge schloss sich Straßenbanden an und begann, kleinere Straftaten zu begehen. Mit 20 Jahren hatte er sich bereits den Ruf eines gefährlichen Gangsters erworben. Im Februar 2021 griff Rashid Gdel als Teil einer 6-köpfigen Gruppe 2 junge Männer in der Nähe einer Bäckerei im Nordwesten Londons an. Die Opfer hatten keinerlei Verbindung zu Banden. Sie wurden nur deshalb angegriffen, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Einer der jungen Männer starb noch am Tatort an seinen Stichwunden, dem anderen gelang es, schwer verletzt zu entkommen. Später stellte sich heraus, dass sie versehentlich für andere Personen gehalten worden waren, weil sie in ein Gebiet geraten waren, das die Bande als ihr Revier betrachtete. Schließlich wurde Rashid Gdel für schuldig befunden und zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Ende 2023 kam er ins Wakefield-Gefängnis. Rashid hatte bereits etwa 2 Jahre in Haft verbracht, als sich seine Wege mit denen von Ian Watkins kreuzten. In der brutalen Gefängnishierarchie könnte Rashid Ian aufgrund persönlicher Abneigung als Ziel für eine Eliminierung angesehen haben. Schließlich war der junge Mann in jungen Jahren mehrfach Opfer von Gewalt geworden. Die offiziellen Motive für seine Handlungen bleiben jedoch unbekannt. Samuel Dodsworth war ein 43-jähriger Mann aus der Stadt Derby in der englischen Region Midlands. Er war der ältere der beiden Täter, die Ian Watkins angegriffen hatten. Seine Vergangenheit gab Anlass zu ernsthaften Befürchtungen. Am frühen Morgen des 3. September 2018 beging Samuel ein Verbrechen von solcher Grausamkeit, dass der Richter es später mit einem Horrorfilm verglich. Der Mann griff eine alleinstehende, 52-jährige Frau an, die am frühen Morgen kurz vor Sonnenaufgang auf dem Weg zur Arbeit war. Sie war ein zufälliges Opfer. Der Täter schlich sich unbemerkt von hinten an sie heran, packte sie und zerrte sie in ein leerstehendes Haus in der Nähe. Der Mann drohte ihr mit dem Tod, sollte sie schreien. In dem leerstehenden, verlassenen Haus begann Samuel sein Opfer zu schlagen und versuchte, sie zu erwürgen. Tief in ihrem Inneren hatte die Frau sich bereits vom Leben verabschiedet, doch sie hatte Glück. Als der Täter für einen Moment unachtsam wurde, gelang es dem Opfer trotz der ihr zugefügten Verletzungen und Verwundungen, sich zu befreien und auf die Straße zu fliehen. Sie wurde von einem vorbeifahrenden Taxifahrer gerettet, der die Polizei alarmierte. Samuel Dodsworth wurde festgenommen und in Gewahrsam genommen. Sein Verhalten war kalt und gnadenlos. Schließlich bekannte er sich in mehreren Anklagepunkten schuldig: Entführung, Freiheitsberaubung und 5 Fälle sexueller Gewalt. Im Dezember 2018 verurteilte ihn das Royal Court wegen des Übergriffs zu 24 Jahren Haft. Der Richter hob den besonders erniedrigenden und gewalttätigen Charakter der Straftat hervor und entschied, dass die Frage einer Freilassung von Samuel erst nach Verbüßung von mindestens 2/3 seiner Haftstrafe geprüft werden könne. Zum Zeitpunkt des Angriffs auf Ian Watkins hatte er bereits etwa 7 Jahre hinter Gittern verbracht. Die Gründe und Umstände, die Rashid und Samuel dazu veranlassten, Watkins mit Waffen anzugreifen, sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Sie hatten keine offensichtliche gemeinsame Vergangenheit und das Einzige, was sie verband, war ihre Neigung zu extremer und beunruhigender Gewalt. Das Gerichtsverfahren im Fall der brutalen Tat gegen den ehemaligen Musiker begann fast unmittelbar nach der Anklageerhebung.
Am 13. Oktober 2025 erschienen Rashid und Samuel unter verschärftem Sicherheitsaufgebot getrennt voneinander vor Gericht. Bis Ende Oktober 2025 hatte keiner von ihnen ein Geständnis abgelegt. Die Berichte über den mutmaßlichen Tod von Ian Watkins in seiner Gefängniszelle stieß in der Öffentlichkeit auf wenig Mitgefühl. Die Gesellschaft, die von seinen Verbrechen an Minderjährigen erschüttert war, empfing die Nachricht von seiner Hinrichtung nicht mit Trauer, sondern mit einer erschreckenden Erleichterung. In den Augen der Mehrheit war Ian lange Zeit ein Symbol des puren Bösen, ein berüchtigter Sexualstraftäter, dessen Verbrechen als absolut unverzeihlich galten. Viele drückten offen ihre Freude darüber aus, dass er nie wieder auf freien Fuß kommen würde. Einige hatten das Gefühl, dass ihn endlich die Strafe ereilt hatte für sein Verhalten gegenüber den schutzbedürftigsten Mitgliedern der Gesellschaft, den Kindern. In Ians Heimatstadt in Wales gab es weder Mahnwachen noch Blumen, nur schmerzhafte Erinnerungen an die Schande, die er über sich gebracht hatte. Der Tod von Ian Watkins im Oktober 2025 setzte einen blutigen Schlusspunkt unter eine Geschichte, die schon lange nicht mehr als menschlich bezeichnet werden konnte. Der Prozess gegen seine Angreifer wird ihre Schuld nur formal feststellen, aber nicht die ganze Tiefe des moralischen Verfalls ermessen können, in den alle Beteiligten dieser Tragödie versunken sind. Genau so kann es sein, dass Menschen, die wir manchmal bewundern, nicht einmal unsere geringste Aufmerksamkeit verdienen. Ein Rockstar, den man auf der Bühne geradezu vergötterte, dessen Lieder viele auswendig kannten, tat hinter den Kulissen Dinge, die selbst die hartgesottensten Verbrecher dazu brachten, ihn zu hassen. Genauso kann man, während man auf der hohen Bühne steht, in einem Augenblick direkt in den Abgrund stürzen und alles verlieren. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.